Nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate nun eine Körperschaftssteuer eingeführt haben, ist der Traum vom steuerfreien Leben und Arbeiten in Dubai leider dahin und man fragt sich, welche Länder es stattdessen gibt, wo man noch eine komplett steuerfreie Firma gründen kann und dort dann auch leben kann. Das kann zum Beispiel gerade interessant sein für jene, die in Krypto traden, aber auch alle anderen, die zum Beispiel hier innovative Unternehmen im Bereich AI oder IT gründen. Was ich dir heute vorstellen will, ist eine Destination, die man eigentlich schon lange kennt, die nun aber hier ein paar neue Gimmicks eingeführt haben, die für dich vielleicht ganz interessant sein können. Genau, ich spreche von den Cayman Islands. Die Cayman Islands sind eine karibische Inselgruppe südlich von Florida und südlich von Kuba. Ich werde das jetzt mal hier auf der Karte anzeigen. So, hier oben haben wir Miami, hier ist Kuba, hier ist Jamaika und hier sind die Cayman Islands. So, hier gibt es 3 Inseln. Das ist hier die Hauptinsel. Dort ist in Georgetown auch der Flughafen. Hier gibt es dann noch kleinere Inseln, die zu der Inselgruppe dazu gehören. Hier auf der Hauptinsel leben ungefähr 60.000 Menschen. Also, um es gleich zu sagen, du kannst es überhaupt nicht mit Dubai vergleichen. Es ist viel kleiner und es ist doch eine andere Crowd, die dort ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Caymans im Vergleich zu anderen karibischen Inseln eine Premium-Destination sind, eine Top-Jurisdiction. Hier gibt es nicht, wie zum Beispiel in den Bahamas, dieses starke Gefälle zwischen Arm und Reich. Das ist so auf den Cayman Islands nicht sichtbar. Die Cayman Islands sind auch teuer, das darf man nicht vergessen. Und aufgrund der Größe muss man natürlich auch sagen, dass es dir dort vielleicht schnell langweilig werden kann. Es gibt natürlich viele Restaurants, schöne Städte, tolle Strände und so weiter. Das ist alles klar, aber man muss realistisch sein, wenn man davon spricht. Es ist eben ganz sicherlich nicht Dubai. Der Vorteil ist, dass du von den Cayman Islands relativ schnell in den USA bist. Also es gibt dort viele Flüge in die USA, tägliche Flüge, Distanz zu Miami ungefähr 2 Stunden. Also wenn du hier den Inselkoller kriegst, kannst du ins Flugzeug steigen und für ein paar $100 nach Miami fliegen oder in eine der anderen amerikanischen Städte. Und natürlich auch Südamerika liegt gerade vor deiner Haustür. Das heißt also, es sind sehr interessante Ziele hier, die du von dort erreichen kannst. Wenn es dir also zu eng wird, dann flieg einfach mal für ein paar Tage woanders hin. Wie sind die Cayman Islands politisch organisiert? Nun, die Caymans sind kein eigenes Land, kein eigener Staat, sondern ein britisches Überseegebiet. Sie befinden sich also unter britischer Herrschaft, unter britischer Kontrolle. Die Briten bestimmen hier die Regierung, aber das Gebiet ist natürlich unabhängig, haben ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Steuern. Aber wie gesagt, wenn es notwendig ist und bei anderen britischen Überseegebieten ist dies tatsächlich auch schon passiert, haben die Briten die Macht wieder an sich gerissen, wenn die dortigen Statthalter dann ihren Job nicht effizient gemacht haben. Dadurch, dass die Briten dort letztlich an der Macht sind, ist natürlich sichergestellt, dass es wenig Korruption gibt, dass die ganze Verwaltung nach westlichen Standards hier durchgeführt wird. Und wir haben natürlich auch das angelsächsische Rechtssystem, was ja doch vielen vertraut ist. Also wenn du schon einmal eine englische Limited zum Beispiel hattest, dann gelten mehr oder weniger die gleichen oder sehr ähnliche Regelungen hinsichtlich Firmenstruktur, Gesellschaftsrecht, Bezeichnungen, Begriffen und so weiter, auch in den Cayman Islands. Was ist jetzt hier neu an den Cayman Islands? Was hat sich geändert? Denn man kennt ja die Cayman Islands schon seit vielen Jahren als Offshore Jurisdiction, insbesondere wenn es hier um einen Offshore-Finanzplatz geht. Viele Funds sind dort ansässig, auch viele Funds gerade, die mit den USA zusammenarbeiten, was vor allen Dingen an der Nähe der Caymans zu den USA liegt. Das heißt, die Caymans sind ein tatsächliches Finanzzentrum,
aber man überlegt sich eben nun doch, wie man angesichts der globalen Mindeststeuer etc. pp. hier neue Geschäftsmodelle finden kann. Und ich habe gerade von Dubai gesprochen und das nicht ohne Grund, denn was haben die Caymans gemacht? Sie haben eine Free Zone etabliert. Die Webseite dieser Free Zone wollen wir uns jetzt mal hier kurz anschauen. Willkommen in der Cayman Enterprise City, der Free Zone in den Cayman Islands. Hier kannst du eine Firma gründen, die dann in dieser Free Zone hier ansässig ist. Und der große Vorteil ist dann, dass du die sonst sehr restrikten Bedingungen hinsichtlich einer Aufenthaltsbewilligung und eines Visums für die Cayman Islands komplett umgehen kannst. Du kannst also hier für dich selbst als Eigentümer und auch für andere Teammitglieder und natürlich auch für deine Familie, ist ja ganz klar, sehr einfach 5-jährige Aufenthaltsbewilligung für die Cayman Islands beschaffen. Die kann man beliebig verlängern, sodass du dann hier also ein Team auf den Cayman Islands zum Beispiel etablieren kannst. Hier sind ja auch schon einige Vorteile letztlich dieser Free Zone Gesellschaften hier aufgelistet. Der wichtigste Vorteil natürlich ist, dass du keine Steuern hier bezahlen musst, weder auf die Gewinne deiner Gesellschaft noch eine eigene Einkommensteuer wird hier fällig. So, und damit ist im Grunde diese Free Zone hier in den Cayman Islands das gleiche, was Dubai noch vor einigen Jahren war. Hier kannst du also nun tatsächlich ein steuerfreies Businessmodell etablieren. Und wie gesagt, du brauchst ja keine Angestellten, du kannst ja der einzige Angestellte sein. Wenn du zum Beispiel nach einem sicheren Weg suchst hier, ich rede von einem rechtssicheren Weg, um zum Beispiel Krypto steuerfrei zu traden und wirklich auch gewerblich traden zu können, ich rede jetzt nicht nur von Privatverkäufen, dann ist dieses Setup für dich doch ideal. Du gründest dort eine steuerfreie Gesellschaft, du hast dort selbst deinen Wohnsitz, du hast also nicht das Problem mit dem deutschen Steuerrecht. Ich rede hier nun von sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, sondern du lebst dort, du hast dort deine Firma und diese Firma macht zum Beispiel Crypto-Trading oder irgendwelches andere Trading. Ja. Sie kann natürlich auch komplett andere Dinge machen als Trading, das ist ja völlig klar. Ich hatte vorhin ja am Eingang schon gesagt, Softwareentwicklung, AI oder irgendwas anderes, was du in diese Firma reinpacken möchtest, jedes Geschäftsmodell funktioniert. Ein weiterer Vorteil der Cayman Islands, welcher auch auf der Webseite von Cayman Enterprise City hier aufgelistet wurde, ist die Tatsache, dass die Cayman Islands compliance-mäßig ja schon immer führend waren. Ja. Also so Dinge, wie es sie zum Beispiel bei den Vereinigten Arabischen Emiraten gab, dass diese hier auf irgendwelchen grauen Listen der EU aufgetaucht waren, das gibt es hier nicht. Die Cayman Islands waren führend dabei, den automatischen Informationsaustausch zu etablieren. Nicht, dass ich jetzt diesen Informationsaustausch besonders attraktiv finde, aber in diesem Fall ist es jetzt nun tatsächlich ein Vorteil und haben wir immer die Fahne hochgehalten gegen Geldwäscherei und für sauberes Business und so weiter, aber eben für sauberes Null-Steuer-Business. So, hier können wir nun also die Mietpreise uns in den Cayman Islands mal anschauen. Ich habe hier einfach mal Einfamilienhäuser herausgefiltert und lasse mir die Preise in US-Dollar anzeigen. Hier kannst du natürlich sehen, dass es relativ teuer ist. Wie ich dir schon zu Anfang gesagt habe, billig garantiert nicht. Ja, also hier, was sehen wir hier für Preise? $3.400. Dann sehen wir hier $5.800, $7.000, $3.000 und so. Also das sind schon Preise, ja, die sind jetzt nicht gerade billig. Das muss man natürlich wissen, wenn du dich für die Cayman Islands interessierst. Ich denke, dass die Cayman Islands gerade auch für deutsche Mandanten interessant sind, denn der Deutsche braucht ja, wenn er wegzieht, ein gut reguliertes Umfeld. Du kennst ja die Situation, die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Hier hängst du noch 10 Jahre lang letztlich unter der Knute des Finanzamts. Das heißt, es ist wichtig, dass du ein Setup hast, was compliant ist und was hier den Anforderungen gerade des deutschen Staates entspricht, auch wenn das jetzt ein bisschen absurd klingt. Und wenn du hier nun in den Cayman Islands lebst, deine Firma hast, dein Business machst, auch wenn es ein Trading-Business ist,
dann ist das zwar aus deutscher Sicht ein Niedrigsteuerland, hast du aber kein Vermögen mehr in Deutschland, dann fällst du auch nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und eben ganz wichtig, du hast eben auch keine betriebsstättenlosen Einkünfte, wenn du dort tatsächlich vor Ort dein Business machst in den Caymans, weil dann ist ja das eine Betriebsstätte. Somit bist du dann nicht mehr hier in der erweitert beschränkten Steuerpflicht drin, musst keine Steuererklärungen mehr in Deutschland für 10 Jahre einreichen, was ja oftmals ein Risiko ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt digitaler Nomade einfach wärst und unterwegs hier mit Krypto traden würdest, so halb gewerblich, halb hauptberuflich, ja, dann ist das natürlich in Deutschland anzugeben und in Deutschland zu versteuern, denn es sind sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte. Das hast du nicht, wenn du in den Caymans wohnst. Natürlich müssen es nicht die Caymans sein. Du kannst das Gleiche auch zum Beispiel in Malta erreichen oder in Zypern. Nur sind natürlich da wiederum Steuern vorhanden, auch nicht so hohe, 5%, 12,5%. Aber du bist eben wieder innerhalb der EU. Viele Mandanten zieht es halt tatsächlich aus der EU weg. Und in diesem Falle sind eben gerade die Cayman Islands interessant, auch wenn du vielleicht den Bass, den zum Beispiel Dubai bietest, gar nicht so magst. Es gibt ja Leute, die mögen es etwas geruhsamer, die mögen es in Anführungszeichen etwas langweiliger. Die wollen sich auf ihr Business konzentrieren, die wollen sich nicht hier ablenken lassen durch den Fun und das Nightlife, den Dubai nun mal bieten. Wenn du denkst, dass die Cayman Islands für dich interessant sein könnten, dann lade ich dich ein, hier ein Beratungsgespräch zu buchen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.